am 1. August 1925. Woschig, ist der Name Woschig, spricht sich das aus. Ja, da muss ich dir sagen, meine Mutter hieß Anna und meine Oma hieß Marie. Und als ich geboren wurde, sollte ich Marianne heißen. Und als mein Vater anmelden gegangen hat, hat er das umgedreht und Annemarie gesagt. Ich hatte immer ein bisschen Angst vor den Jungs. Wenn wir auf dem Spielplatz waren, oh, da schnell mal weg. Die verkloppen ihn. Hat man immer gesagt, die verkloppen ihn. Und dann hat der Lehrer in der 4. Klasse 2 Jungen und mich vorgeschlagen fürs Gymnasium. Und da musste man eine kleine Aufnahmeprüfung machen. Nee, und da hat man dann, und da wollte mein Vater auch noch nicht. Was wollen wir denn, was sollten die so lange auf die Schule gehen? Und da hat dann jemand gesagt, das musste doch mal, wo das nicht kostet und so. Und da bin ich eben dann, musste ich ja dann mit der Straßenbahn und Bus in die Schule fahren. Und da wollte ich technische Zeichnerin werden und hatte schon eine Lehrstelle. Und da ist 1943 der totale Krieg aufgerufen worden. In diesem Krieg hat der Hitler den totalen Krieg ausgerufen. Und alles Veranstaltungen, alles was es so gab, alles, kein Konzerte, kein Obergarten, alles verboten. Das Fernsprechamt ist schon lange vorher, wenn eventuell Fliegeralarm zu erwarten ist, haben die schon Bescheid bekommen. Und da wussten die, es kommen Flieger hier in unsere Richtung. Und das war ja kurz vor 9. Und da hat der Chef, ach, gehen Sie nur nach Hause, jetzt die letzte Stunde wird doch nicht viel los sein. Ja, und es ist Fliegeralarm hier vorausgedacht, da gehen Sie doch. Und da bin ich kurz vor 9 runter, fährt von dem Postplatz, runter. Zum Glück stand da gerade eine Straßenbahn hier nachher in die Bahn rein und da ging's los. Ist der Fliegeralarm ausgelöst, laut die Sirenen, und da musste noch Straßenbahn stehen bleiben und rund in den Keller. Den ersten besten Keller, der dort so, das sind dort ein paar große Alten, aber die Straßenbahn war voll und die haben Schlange gestanden und das hätte noch eine ganze Weile gedauert, ehe wir alle im Keller gewesen wären. Und da war eine fremde Frau, die hat mich angesprochen. Ich bleib hier nie, ich bin vom Rheinland, ich habe schon so viele Fliegeralarme. Wir müssen sehen, dass wir weiter in den Außenbezirk kommen, nicht hier so in Richtung Innenstadt. Und da bin ich mit ihr mitgegangen. Und da sind wir beiden im Finstern gelaufen. Und als wir an der Rennplatzstraße waren, haben wir rückwärts geguckt und da brannte Dresden schon lichterloh. War gar keine Möglichkeit, mal einen Jungen kennenzulernen. Viele sind ja im Krieg gefallen. Da war gar nicht viel Aussicht, dass man da jemanden kennenlernt. Und da bin ich bloß immer mit der Gisela spazieren gegangen. Erst mit dem Kinderwagen und dann ein bisschen wandern nach dem Borsberg. Aber das war eben doch nicht so das Richtige. Ach, und dann war ich eben immer so alleine und da war ein
Geschäft, das waren so, da gab es Zeitungen und Bücher, da war draußen so ein Schaukasten an der Wand hier so. Und da war so angeboten, alles Mögliche zu verkaufen, zu suchen. Und unter anderem stand da jemand, ein Wandergefährten sucht. Ja, und da war Wandergefährten, naja, da sagte meine Tante, schreibe doch mal drauf. Ja, ich wollte das nicht. Und da hab ich doch geschrieben. Und da hat er mich eingeladen, hat viele Zuschriften gekriegt und da haben wir uns dann im Wahlplatz getroffen. Ja, und da waren wir so weit zusammen. Im Mai 1954 war die Hochzeit und im Februar 1955 ist die Helga geboren worden und dann 1959 die Birgit. Na, damals ist man mit 60 Jahren, das ist 1985 gewesen, 25 bin ich geboren, 60 Jahre ist 1985. Erstens mal bin ich froh, dass wir miteinander so einen guten Kontakt haben. Das ist nicht immer so. Und ich muss ja froh sein, dass ich jetzt in dem Alter jetzt so noch bin. Ja. Und ich bin froh, dass ich mich von alleine mir vorgeschlagen habe, dass ich bereit bin, ins Heim zu gehen. Von alleine hätten die sich nie getraut, vielleicht das zu sagen, dass sie gedacht haben, gehst du ins Heim. Das habe ich selber mich entschlossen und ich habe es nicht bereut. Naja, das ist doch schön, dass die mich noch immer besuchen kommen. Wir haben ja die Ahnentafel. Noch keiner ist so alt geworden wie ich. Ich werde dieses Jahr 92. Keiner von meinen ganzen, auch von manchen, wir waren 22 Cousins und Cousinen. Ah, das hättest du nie gedacht, dass ich so alt wäre. Da möchte ich mal ein paar Bilder zeigen. Meine Eltern zur Silberhochzeit. Und das ist die Gisela. Das ist der Kinder, das ist der Heinz und bin ich. Ja. Na, das ist alles zur Hochzeit. Das war der Brief, den ich geschrieben habe auf die Annonce. Auf Ihre Anzeige im Plakatanzeiger möchte ich Ihnen mitteilen, dass auch ich den Wunsch habe, einen Menschen kennenzulernen, der gleich mir Theater, Kunst und Natur liebend ist, um mit ihm gemeinsam die Freizeit zu verbringen. Bei gegenseitiger Zuneigung könnte ich mir dann nichts schöner vorstellen, als in gemeinsamer Arbeit ein gemütliches Heim aufzubauen, um einmal in harmonischer Ehe an allen Freuden, aber auch allen Sorgen und Nöten des Alltags gemeinsam teilzunehmen. Zunächst möchte ich mich aber erst einmal bei Ihnen vorstellen. Ich bin 27 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank und dunkelblond. Ich bin
ledig und ohne Anhang, solide und einfach und von ruhigem, verträglichen Charakter. Mein Beruf als technische Angestellte beim Fernsprechamt macht mir viel Freude, aber trotzdem bin ich bewandert in Hauswirtschaft, habe Erfahrung im Schneidern und auch Interesse an Gartenarbeit. Zwar bin ich selbst nicht musikalisch, aber ich höre gerne Musik und besuche oft Theateraufführungen und interessiere mich für Malerei. Doch am liebsten verbringe ich meine Freizeit in der Natur, wandere sehr gern, mache Radpartien und fahre Ski. Nun lege ich Ihnen noch eines Bild von mir bei. Es ist zwar nicht das allerneueste, denn es ist schon vor 2 Jahren aufgenommen, aber vielleicht können Sie sich nun doch schon eine kleine Vorstellung von mir machen und beurteilen, ob ich vielleicht zu Ihnen passe. Ich würde mich freuen, einmal etwas von Ihnen zu hören. Gibt es irgendeine Sache, wenn du zurückblickst so auf die ganzen letzten Jahrzehnte, die du anders machen würdest? Was soll ich, ist ja dann alles gut gegangen.